Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der vierten und letzten Folge über die Lego Feuerwehrautos kommen wir heute zum eigenständigen Duplo-Spielsystem. Wie beim klassischen Lego gibt es auch bei Duplo eine atemberaubende Entwicklung der Spielwelten von den Anfängen im Jahr 1969 bis in die heutige Zeit. Wir vergleichen heute einige ausgewählte ältere und neuere Sets. Trotz gleicher Grundbausteine gibt es unglaubliche Unterschiede zwischen den Fahrzeugen und zwischen den Figuren. Das Duplo-Spielsystem für Kinder ab 1,5 Jahren ist 1969 gestartet. Mit dem 8-mal größeren Steinen, die mit den normalen Lego-Grundsteinen zusammen verbaut werden können. 1976 kamen die ersten typischen Fingerpuppenfiguren mit dem 2x2x1 Körper heraus. Den ersten Feuerwehrmann gab es erst 1982. Seit 1976 gibt es auch das einfache Fahrgestell. Das ist hier aber ein neues von 1988 mit offener Zugöse. Damit kann man sich einfache Fahrzeuge bauen, wie dieses hier mit einem Stein als Motorhaube und einem Fenster als Kabine. Es ist der Feuerwehr-Kommandowagen 2403 von 1985, der nur aus 4 Teilen und einer Figur besteht. Die Altersempfehlung reicht von 1,5 bis 5 Jahren. Das Set kam 1985 heraus, diese Packung stammt aber von 1989. Auf der Hinterseite sieht man sogar 3 Alternativmodelle, die man mit diesen 4 Teilen bauen kann. Das Hasenlogo mit nur einem Ohr gibt es seit 1976. Im Jahr 1983 kamen diese rot-orange-gelben Streifen dazu. Die kleinen Kinderhände können diese großen Steine leicht zusammenbauen, aber mit den 4 Teilen gibt es nur sehr wenige Baumöglichkeiten in diesem kleinen Set. Die Tür ist bedruckt, genauso das Gesicht des Feuerwehrkommandanten mit einem mächtigen Schnurrbart. Dieses Set habe ich hier als Beispiel für die einfache ursprüngliche Bauform der Duplo-Fahrzeuge. Wie wir gesehen haben, ist es aber schon ein vergleichsweise neues Set von 1989. Das Duplo-System ist 1969 gestartet. Die Kompatibilität wurde im Logo und mit 8 zusätzlichen Basissteinen in jeder Packung dargestellt. Im zweiten Jahr 1970 gab es schon erste 4x8 Noppen große Fahrgestellplatten. 1976 kamen die typischen 2x8 Fahrgestelle mit ganz besonderen Kabinenelementen und Autotüren zum Aufmachen. Das erste Feuerwehrauto gab es erst 1982 mit einer Karosserie, die man auf das Fahrgestell aufsteckt. Die nächste Generation mit einem vollständig neuen Fahrgestell gab es 1985 mit der Nummer 2611. Das ganze Fahrzeug ist jetzt ein einziges Teil und man kann es nicht mehr auseinandernehmen. Am Heck gibt es immer noch den Zughaken für die alten Fahrgestelle von 1976. Seit 1983 gibt es die neuen beweglichen Duplo-Figuren. Die alten Fingerpuppen blieben aber gleichzeitig noch bis 1990 in den Basic-Sets. 1988 bekamen die Figuren erste Körperbedruckungen, die immer detaillierter wurden. Und 2002 kamen die neuen Figuren mit den heutigen rundlicheren Formen heraus. Beim Drehleiterfahrzeug 2611 ist es schade, dass es keine einzige Baufunktion mehr gibt, außer dass man die Figur in die Kabine hineinsetzen kann.
Die alte viersprossige Leiter ist noch von 1982 und die neue Figur kann sich mit ihren Greifhänden an der alten Leiter nicht richtig festhalten. Es ist ein reines Spielset mit sehr wenigen Lego-typischen Baumöglichkeiten. Das nächste Feuerwehrauto ist das große dreiachsige Drehleiterfahrzeug 2637 von 1987 mit einer Schlauchhaspel auf der Ladefläche und einer großen 13 Sprossen langen Drehleiter mit Geländer, an dem sich die Figur festhalten kann. Das nächste Automodell gab es bereits 1989 in der ersten Duplo Feuerwache 2658. Das Auto hat nicht mehr die alte geschwungene Oldtimer-Form, sondern den neuen kantigen 80er-Jahre-Stil und die Radfelgen sind in gelber Farbe getrennt gegossen. Das neue Mehrzweckauto hat jetzt 3 Anbaumöglichkeiten an der Unterseite, in der Kabine und auf der Ladefläche, wo eine neue Klappleiter angebaut ist, mit 8 Sprossen und Handläufen, an denen sich die Figur mit den Händen festhalten kann. Das neue Auto von 89 ist jetzt wesentlich kleiner als das alte von 85. Diese 3 kleinen Feuerwehrautos habe ich als Beispiel für das alte Duplo bis 1989. Die zweite Duplo-Feuerwache gab es 1995 mit neuen Autos und einem neuen dreiachsigen Lastwagen mit Kabine auf schmalen Säulen. Es gab neue Blaulichtbalken, Kunststoffschläuche und einen Hydranten. 1999 mit der dritten Feuerwache bekam das Feuerwehrauto eine geschlossene Kabine mit Glasscheiben zum Aufklappen. Die dritte Feuerwache 2811 von 1999 war mit einer Polizeistation kombiniert. In den 1990er und 2000er Jahren gab es bei Duplo besonders viele Versuche, das Sortiment mit neuen revolutionären Ideen zu bereichern. 1995 entwickelte Lego das Primo-Spielsystem für Kleinkinder mit den großen Noppen, die nicht geklemmt, sondern nur übereinander gestapelt werden konnten. Dieses Feuerwehrauto ist ein neueres Set von 2003 mit der Nummer 3697. Es besteht aus einem großen Fahrgestell mit 2 Noppen und 3 Funktionssteinen mit nur einer Noppe und einem beweglichen Figurenkopf. Die Steine halten nicht zusammen und lassen sich nicht besonders hoch stapeln. Sie können aber leicht auseinandergenommen werden und sind ideal für Kinder ab einem Jahr. 2006 wurde dieses Kleinkinderbausystem wieder aufgelassen. Als ein ganz besonders interessantes neues Duplo-Konstruktionssystem kam 1992 Dulo heraus. Mit den kindersicheren Dreikantschraubenziehern können die Teile zusammengeschraubt werden, bis sie klicken. Das hier ist der Feuerlöschzug 2940 von 1996 mit 34 Teilen und 3 Duplo-Figuren. Man kann sich daraus beliebig verschiedene Feuerwehrfahrzeuge mit Kabinen und Aufbauten zusammenschrauben, einzeln und mit Gelenken zusammengekuppelt. Es sind 3 Duplo-Feuerwehrfiguren dabei mit der Standardbedruckung von 1995. Sie können in den Kabinen sitzen, auf den Noppen stehen oder sich am Wasserwerfer mit den Händen festhalten. Der große Konstruktionsspaß ist aber das Schrauben mit dem Dreikantschraubenzieher und mit dem Sechskantschraubenschlüssel. Jedes einzelne Bauteil wird nicht nur auf die Noppen aufgesteckt, sondern mit den gelben Schrauben festgezogen oder wieder gelockert. Die Grundteile sind Lochbalken mit Gewinden und Gelenken, an die man Bauteile, Räder und Drehteller für die Kranarme festschrauben kann.
Wenn die Schrauben festgezogen sind, dann klicken sie. Es gibt 2er, 5er und 8er Lochbalken mit Gelenken, Radfelgen mit Gummireifen, als Aufbauten Kotflügel und eine Kabine, und auf Drehtellern mit 2 unterschiedlichen Haltern kann man 3 verschieden lange Kranarme mit Kranhaken, Baggerschaufel und Wasserwerfer für die Feuerwehr aufbauen. Es ist ein interessantes Konstruktionsspielzeug, aber die Lego-Idee lebt mehr vom Stecken als vom Schrauben und die Gelenke und Achsen quietschen bei diesem Spielsystem besonders stark. Das Tulo-System ging 2000 in die Action Wheelers über und wurde bis 2013 für verschiedene Konstruktionssets weiterverwendet. Dieses leichte Drehleiterfahrzeug mit der geschlossenen Kabine und den großen Rädern ist das Set Nummer 3613 aus der Explore-Reihe von 2002. Auf der Ladefläche mit dem Standardzughaken kann man mit normalen Duplosteinen weiterbauen. Darauf steht eine graue Drehleiter von 1987. Die 2 Figuren sind bei diesem Set einzigartig bedruckt und kommen nur hier alleine vor. Die graue Kabine kann man aufklappen, sie hat transparente Scheiben eingebaut und am Dach steckt ein neuer Blaulichtbalken. Beim Set sind 3 Schläuche mit Strahlrohr und eine Verlängerung dabei. Die Bauanleitung ist wie eine Kinderzeichnung gestaltet und zeigt die Spielfunktionen mit der Seilbahn, mit den Schläuchen, dem Feuer, den Verkehrszeichen und dem anderen Zubehör. Es ist ein Feuerelement, eine Absperrung und ein Verkehrszeichen auf einer schwarzen Säule dabei. Hier sehen wir die Seilbahngondel mit der Rolle. 6 dicke Seilelemente kann man zu einem langen Tragseil zusammenstecken, über das man mit der Seilbahngondel fahren kann. An den Enden des Tragseiles stecken 2 spiralförmige Haken, die man an Stuhlbeinen und Handgriffen von Schubladen befestigen kann. Das Set besteht aus 27 Teilen und 2 Duplo-Figuren. Diese Explore Logic Serie gab es eigentlich nur 2002 und 2003 mit den typischen Bilderbüchern. Sie sollte mit einigen praktischen Spielideen und mit den ansprechenden Anleitungsbüchern den Spieltrieb der Kinder fördern. Und mit den restlichen Duplo-Teilen und Figuren kann man ganz traditionell bauen und spielen. 2013 wurde für Kinder ab 1,5 Jahren das einfache Fahrgestell für kleine Autos erneuert. Es fehlen die Anhängekupplungen und deshalb ist es kein vollständiger Ersatz für das klassische Zugfahrgestell von 76. Das Drehleiterfahrzeug 10.917 besteht aus 6 einfachen Teilen. Kabine und Figuren waren bei diesen einfachen Autos einfach auf Grund- oder Schrägsteinen aufgedruckt. Seit 2001 startete auch bei Duplo eine Reihe Lizenzthemen. Hier haben wir das Feuerwehrauto Red aus den Filmen Cars, das Set 6132 aus dem Jahr 2012 aus 9 Teilen. Das Fahrzeug besteht aus 2 ganz besonderen Teilen, dem einzigartigen Fahrgestell mit den bedruckten Rädern und einer ganz besonderen Karosserie. Darauf ist die normale 8-sprossige Leiter von 1987. Ähnlich wie im Standardsortiment wurde auch bei Duplo im Jahr 2004 das City-Thema neu aufgewertet und nach vielen Experimenten kehrte Lego wieder zur klassischen Bau- und Spieltechnik zurück. Bei Duplo markiert die neu gestaltete Figur diese Wende. Die Duplo-Stadt von 2004 bis 2009 hieß Legoville. Hier habe ich das Feuerwehrquad 5603 von 2008.
Die heutige Bauform der größeren Duplo-Feuerwehr-Lastwagen hat die Karosserie von 2019 auf dem Fahrgestell von 2014. Hier ist das Drehleiterfahrzeug 10.901 von 2019 aus 19 Teilen, mit 3 Figuren bei der Rettung einer Katze vom Baum. Im Vergleich zu den klassischen alten Fahrzeugen der 80er Jahre ist die neue kleine Drehleiter schon mehr als doppelt so groß gebaut. Die Karosserie hat rundliche Formen, eine Kabine und einen seitlichen Tankstutzen. Die Ladefläche ist 4x4 Duplo-Noppen groß. Man kann Ladefläche, Geräteraumschubladen und die alte Drehleiter von 2012 aufbauen. Bei Duplo gibt es erstmals seit 1991 wieder ein Light and Sound Modul mit Blaulicht und Sirene. Bei mir haben die Knopfzellen leider schon den Saft verloren. Die neuen Figuren von 2004 gibt es in verschiedenen Ausführungen als Feuerwehrmann, als Kind und sehr beliebt sind auch die vielen Tierfiguren wie hier die Katze. Zum Set gehört nicht nur das Fahrzeug allein, sondern es sind auch immer einige Bausteine zum Bauen dabei, wie hier für den Baum. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen kurzen Videos über die Entwicklungsschritte von Lego Duplo angelangt. Ihr habt gesehen, dass Duplo nicht so uninteressant ist, wie man immer denkt. Ich werde jedenfalls meine Sammlung noch mit einzelnen interessanten Sets aus den Anfangsjahren ergänzen. Das ist eines meiner vielen laufenden Projekte. Am nächsten Freitag werde ich als passende Überleitung mit einem weiteren Duplo-Set weitermachen. Für heute aber bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr alle zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!